Hallo und liebe Grüße nach Hause. Das ist Ute und ich bin Björn. Wir haben uns gefragt, gibt es eine Möglichkeit, um die Welt zu reisen, auch wenn man nicht viel Geld verdient und zudem noch mit einigen körperlichen Einschränkungen zu kämpfen hat? Da wir zu stur waren für ein Nein, wurden Gleise zu Weichen und Türen öffneten sich. Im Mai 2019 brachen wir auf, um für mindestens ein Jahr um die Welt zu reisen, runter vom Gleisbett, querfeldein. Jetzt sind wir schon fast 4 Jahre in selbst ausgebauten Vans und mit dem Rucksack unterwegs und ein Ende ist absolut nicht in Sicht. Ganz nebenbei entdecken wir neue Freunde, Tiere, Kulturen, Essen, Pflanzen und Perspektiven. Wir staunen, fragen und versuchen zu verstehen, aber wir verzweifeln auch, wir schämen uns, sind begeistert, erschöpft, wir lieben, wir sind zu Tränen gerührt, nehmen Abschied und sind wieder auf dem Weg. Wie lange noch? Naja, nur noch um die nächste Ecke. Wir sind hier in Tejakula jetzt bei dieser schönen Familie von Mega. Ja. Mega hat dieses wunderschöne Haus mit einem Bungalow für uns. Ja. Und wir waren total begeistert. Es gibt nämlich 2 Bungalows. Ich habe das in Booking gesehen und ich wollte die ganze Zeit hin und habe rumgeklingelt. Und dann sind wir irgendwann hin und es war wirklich so schön, wie es beschrieben war. Und wir haben gedacht, ja, da werden schon ein paar Bungalows frei sein. Es gibt nur 2 Bungalows. Was für ein Glück hatten wir, bitteschön. Ja. In der Mitte gibt es einen Küchenbungalow. Und jetzt fängt es tierisch an zu regnen. Deshalb brechen wir diese Stelle ab. Schaut euch an, wie schön es hier ist. Und hier in Tejakula haben wir unseren Lieblingswarung entdeckt. Warung ist das indonesische Wort für Restaurant, für kleines Restaurant. Ja, ich google meist irgendwie nach was Schönem und da habe ich das entdeckt und es ist sehr versteckt. Also wenn man da vorbei läuft, finde ich, findet man den vielleicht gar nicht. Also es ist erstmal so, dieser Ort ist völlig untouristisch. Es gibt hier zwar so ein kleines Ressort direkt nebenan, aber es sind praktisch, du triffst am Tag mal irgendeinen Weißen, meistens rasen die allerdings nur durch mit dem Roller von Amed nach Singaraja. Ab und zu läuft mal jemand durch die Gegend, aber man sieht sonst keinen. Das heißt, es ist nicht sehr viel da. Es gibt so ein paar kleine einheimische Restaurants, die dann auch sehr günstig sind, aber ansonsten ist hier wenig. Und dieses Restaurant ist so schön. Man läuft, ihr habt das auf dem Video schon gesehen, man fährt kleine Wege, die werden immer kleiner, so fahrradwegmäßig, immer zickzack durch dieses ganze Gelände, kommt immer an kleineren Ecken an. Und dieses
Restaurant war dann so unter Palmen und Pflanzen versteckt. Man geht dann vorne rein, natürlich ist es offen wie immer, das heißt, es gibt keine geschlossenen Wände, es sind überall Dächer drüber und man hat lauter kleine Ecken und man ist in den ganzen grünen Gestrüpp irgendwo in diesem Art-Café, wenn eigentlich ist der Künstler, der das betreibt und die Frau ist Deutsche, was wir erkannt haben, weil da auf Frankfurter Nummernschilder hing. Ist also verheiratet mit einer Deutschen. Und er hat halt hat er Kunst verkauft, aber dann irgendwann hat er dann auch gekocht, also hat dann auch dieses Restaurant eröffnet, hat dann sozusagen so eine Ecke, gibt es dann Bilder, es gibt Klamotten, es gibt Schmuck. Es gibt einen Schmuck für Ute. Ja, hier, mein hübsches Armband. War verliebt. Auf jeden Fall kann man da auch sehr gut essen. Kunst erwerben, aber auch Essen. Essen ist Kaffee. sehr, sehr lecker. Also es gibt hier nicht viel, aber das, was es gibt, ist wirklich gut, Ja. muss man sagen. Und natürlich sind die Leute hier auch ganz toll. Ja. Genau, und dieser Warung, die hat es uns angetan. Dazu gibt es Bilder. Wir sitzen hier in einem wunderschönen Warung, den man von draußen gar nicht sehen kann. Wenn man hier die Straße, so eine kleine Mini-Straße lang fährt, sieht man eigentlich nur Dschungel und irgendeine Tür, glaube ich. Ja. Aber wenn man hier reinkommt, ist es ein wunderschöner, verwinkelter Warung. Der Besitzer ist, wenn wir es richtig verstanden haben, mit einer Deutschen verheiratet. Auf jeden Fall sind hier 2 Frankfurter Nummernschilder. Die hängen hier. Und es hieß mal, der Owner ist Deutscher, aber der Owner ist definitiv Indonesier, auch wahrscheinlich sie. Ja. Und er kann auch ein paar Worte Deutsch. Und er hat hier auch Art. Also du kannst ja auch Kunst angucken. Das ist eigentlich ein Künstler und der dann später den Warung gemacht hat und das ist hammerschön. Ja. Und von außen die Straßen, die überall hier reinführen, über mehrere Kilometer, sind alle nur fahrradwegbereit. Die sind echt. Geht so durch so Dschungel so Fahrt, ist kein Dschungel, das ist eigentlich in einem Ort, aber das ist alles noch dunkelgrün und man geht durch lauter Fahrradwege. Und dann hast du diesen Eingang hier, den sieht man vorne gar nicht. Und dann kommt man hier in dieses Innenleben. Und dahinter ist die Straße, das sieht man auch nicht. Direkt hier. So grün. Da laufen die Hühner. Und hier gibt es lecker Essen. Smoothie Bowls. Ein bisschen höherpreisig für Bali, aber Es geht. Also die Smoothie Bowls 55.000 ist der Normalpreis. ja, Das sind 3 Euro noch was natürlich für generelles Essen in Bali teuer ist, aber genau. für hier, für eine Smoothie Bowl normal. Organisch soll sein. In Vietnam ist das teurer, da kostet 5 Euro. Ja, wenn man jetzt Smoothie Bowl.
Hier in Tiakula haben wir noch was ganz Besonderes entdeckt. Und zwar habe ich auf alten Schwarz-Weiß-Fotografien eine Pferdewaschanlage entdeckt, die es hier gibt. Das ist so ein alter, heiliger Brunnen. Es war schwer, den zu finden. Ja, ich habe dann am Ende, also über Google findest du es nicht, und die haben dann am Ende hier in einem Warung gefragt. Und in diesem Warung hat man dann uns einen bestimmten Punkt genannt und da sind wir dann hingefahren. Und wir sind da angekommen und das ist dann das ist eine Mauer und da kann man da reingehen. Und es gibt dann getrennt für Männer und Frauen Badebereiche. Was Ute damit sagen will, heute werden keine Pferde mehr gewaschen, sondern die Leute nutzen das, um dort zu duschen. Das ist richtig schön. Und wer sich jetzt fragt, Nacktheit und so, Balinesen haben damit überhaupt kein Problem. Dieses kein muslimisches Land hier. Das heißt, es war sogar so, Ute, erzähl mal. Ich bin dann zu den Bädern der Frauen reingegangen und dann kamen gleich Teenager, die da drinnen waren und sagten, oh, bade mit mir, also komm rein und bade. Ich wurde auch gleich gefragt. Und dann kam die nächste Frau und sagte, komm rein. Komm baden, duschen. Total schön. Ich habe es gefühlt nachher, wir haben an dem Tag versucht, ein Video zu machen. Das geht natürlich nicht, wenn die Leute da drin sind. Wir sind am nächsten Tag nochmal mittags hingefahren, da war noch ein Mann drin, da habe ich ihn gefragt, ob ich ein Video machen kann, weil er war gerade beim Rausgehen und dann haben wir nochmal ein Video gemacht für euch, dass ihr sehen könnt, wie das aussieht. Ganz, ganz toll, gebaut wie eine riesen Tempelanlage und es gibt, wie gesagt, 4 Räume und eine Woche später haben wir an genau derselben Stelle in dem Ort, einen winzigen Ort weiter, aber fast auch derselbe Ort, nochmal eine so eine Anlage in klein entdeckt. Ja, und das Wasser kommt, wenn ihr euch das fragt, aus dem Fluss. Also oben fließt vom der Berg. Fluss rein und fließt dann durch diese, was sind das, Rohre? Wie speiende Löwen, bei uns sind das hier kleine Drachen und die Damen waschen dort auch ihre Wäsche. Ja. Eigentlich wollten wir hier in Tiakula ja auf den Berg fahren. Der Mount Batur ist direkt hinter uns und man kann von hier aus auch hinausfahren, genauso wie aus Ubud. Aber seit Tagen ist hier nur Bewölkung, Regen und wir konnten nicht nach oben fahren. Genau, und was uns auch noch abgehalten hat, ist, dass wir nicht so wirklich fit waren. Ja, genau. Ich war ein bisschen krank, als wir hier ankamen, dadurch haben wir einen Tag verloren. Und das ganze Ziel ist es ja auch in Singaraja, also etwa 1 Stunde Rollerfahrt von hier, unser Visum zu verlängern. Da bleiben wir dann eine Woche, weil so lange dauert das etwa. Und wir hatten gewusst, okay, es ist eine Ankunft dort, dann am nächsten Tag noch einmal hin zum Fingerabdrücke und Fotos abgeben und danach, nach etwa 5-6 Tagen, kannst du das Visum dann abholen. Das heißt etwa eine Woche vor Ort. Ja, genau. Und dann sind wir einfach am Donnerstag losgefahren. Wir wussten, Samstag ist der Feiertag, Kanungan, also nach Galungan kommt dann Kuningan, so. Kuningan, genau. Und als wir da ankommen, nach einer Stunde, stellen wir fest, dass schon der Freitag geschlossen ist. Wir haben also Glück gehabt. Ja, sonst hätten wir noch eine Woche, also noch 4 Tage warten müssen und es hätte sich noch verzögert. Und wir haben ja schon dann nach die Woche, wäre das Visum ausgelaufen, also eigentlich haben wir schon jetzt knapp. Unsere Pässe abgegeben und wir mussten dann nicht am nächsten Tag wiederkommen, sondern erst am Dienstag, um die Fingerabdrücke zu machen. Und danach, Foto, genau. einer Woche, kann man die Ausweise abholen. Weiter ging es für uns nach Singaraja.
Das ist unsere nächste Station, wo wir unser Visum wieder abholen wollen, beziehungsweise ja, abholen wollen. Das ist ja schon da. Genau, wir sind vollgepackt mit dem Roller los. 1 Stunde ungefähr bis zu unserer nächsten Unterkunft. Ach, wer sich das fragt, wir haben einen Roller in U-Boot geliehen, den haben wir eigentlich für 2 Wochen geliehen, sind jetzt allerdings schon 4 Wochen damit unterwegs. Also wir haben extra einen Rucksack bei dem Rollerverleiher dagelassen, weil wir mit 2 haben wir das jetzt noch nicht ausprobiert. Also wir haben ganz 2 große Tramperrucksäcke, Rucksäcke. weil wir sind ja viele Jahre unterwegs. Genau. Und dann sind wir losgefahren und was wir nicht wussten, ist, dass unsere Unterkunft irgendwie sehr weit oben, also Nein, wir wussten schon, dass sie oben liegt. Wir dachten nur, man nimmt sich Zeit für die Steigung. Ja, nee. Und es sind, wie gesagt, auch so ähnliche kleine Straßen und die sind so dermaßen steil. Wir haben eine sehr starke Maschine, eine Honda, Ja. aber die hat dann echt irgendwann den Geist aufgegeben. Ich saß da hinten und so, noch ein kleines Stück, dann sind wir da. Und das Tolle ist, Fast abgekackt. wir kommen dann oben an, wir springen sozusagen über den letzten Absatz links auf das Gelände Ja. und gehen dann in diese Unterkünfte und das hat sich gelohnt. Das ist ein so bombastischer Blick. Das sind so riesige Holzbungalows Ja. und du guckst raus und du siehst, Weit. bei Booking stand drin Meerblick, Bergblick, Stadtblick, Hinterhofblick und ich dachte so, erzähl doch Wie keinen geht das Quatsch, denn? das geht doch gar nicht alles. Doch, es geht. Ja. Es geht, es ist alles da. Man kriegt das aufs Video gar nicht drauf, zumal das Wasser, das Meer vorne meistens also in den Bergen ist immer schlechtes Wetter. Du hörst den ganzen Tag Gewitter, wir sind auf der halben Strecke hoch. Am Meer unten ist diesig zurzeit, wir haben Regenzeit, dementsprechend konnte man es nicht so gut sehen, aber man konnte trotzdem unfassbar weit sehen. Und die schöne Bauweise der Balinesen hat jedes Haus, auch wenn alles bebaut ist, unten drin hat es wunderschön dargestellt. Es ist richtig, richtig toll. Es war wunderschön, also ich habe ganz oft da gesessen und habe einfach nur runtergeguckt. Das Schöne an dieser Unterkunft war, dass man unten noch 2 Hängematten hatte. Das heißt, man konnte unten auch noch hängen und den Blick genießen, also unfassbar. Wie schön ist das denn bitte? Unser Holzhaus mit Blick auf das Meer, die Ebene. Unfassbar, da unten fließt der Wasserfall. Offenes Bad. Das ist alles unseres. Das ist Meer. Vielleicht müssen wir für immer hier bleiben. Gute Fröhlich.
Tiere